Diese Woche in der Schweiz. AKW-Verbot wird gekippt, AHV-Rente geht zur Kasse, Konzerne aus dem Schneider. Gewählt hat das Parlament, zahlen darf es das Volk. Und mit dem herzlich willkommen bei Bünzli Breaking. Ich bin der Bünzli und das ist die Sendung, wo ich gerade wie so ein Schluck Wasser in der Kurve vor mich hin vegetiere. Ja, Hitzewelle und so, wir wissen es alle. Mein Hirn hirnt einfach nicht bei so Temperaturen und passend dazu haben sie diese Woche beschlossen, dass künftig auch Atomkraftwerksflusswasser noch ein bisschen weiter dürfen heizen. Fangen wir doch einfach an. Wir starten mit Atomkraft. Diese Woche hat das Parlament etwas gekippt, worüber das Volk längst abgestimmt hat. Kurz die Fakten. 2017 nahm die Schweiz die Energiestrategie 2050 an. Teil davon das Verbot, neue Atomkraftwerke zu bauen, der Atomausstieg. Beschlossen vom Volk an der Urne. Diese Woche hat das Parlament dieses Verbot wieder aufgehoben. Am Donnerstag sagte der Nationalrat ja. Am Freitag ging es knapp durch die Schlussbestimmung. Der Bau neuer AKW soll damit wieder möglich werden. Technisch läuft das als indirekter Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative der SVP. Heißt, am Schluss stimmt das Volk über dieses Gesetz ab, nicht über die Initiative. Wie knapp es war, zeigt der Wochenverlauf. Am Montag wollte der Nationalrat die Vorlage noch an den Bundesrat zurückweisen mit 100:97 Stimmen. Am Donnerstag kippte das Resultat auf 100:98. Andersrum. Möglich machten das ein krankheitsbedingt abwesender Mitte-Politiker und ein paar Leute, die kurzfristig umstimmten. Energieminister Albert Rösti hatte zugesichert, dass bis Ende Jahr ein Bericht zur Finanzierung vorliegt. Das reichte. Das letzte Wort hat trotzdem das Volk. Ein breites Bündnis aus Grünen, GLP, SP und Umweltorganisationen hat das Referendum sofort angekündigt. Es kommt also nochmal an die Urne. Halten wir ein Wort im Kopf für später. Indirekter Gegenvorschlag. Er begegnet uns heute nochmal bei einem ganz anderen Thema. Aber zuerst mal da, lassen wir das sacken. 2017 hat das Volk an der Urne entschieden, kein neues Atomkraftwerk. Die Woche hat das Parlament gefunden, doch. Und ratet mal, welche Partei am lautesten am Hebel gesessen ist. Als Tipp die Partei, die bei jeder Gelegenheit Volkswillen im Maul führt, aber nach jeder Niederlage den halt doch findet, dass irgendeine abgehobene Elite das Volk führt. Wer könnte das sein? Sehr schön. Haben wir die Antworten alle abgegeben? Passt. Die gleiche Partei überfährt hier einen Volksentscheid und nicht der einzige. Beim Stromgesetz hat das Volk vor 2 Jahren klar Ja zu erneuerbaren Energien gesagt. 2017 Nein zu neuen AKW. Beides wird jetzt einfach auf die Seite geschoben, weil es halt gerade nicht in den Kram passt. Wir kennen das Muster schon vom Ölwert. Ja, zuerst mal beim Service Public, jetzt bei der Atomkraft. Der Volkswille gilt, solange er halt am Ölberg zu sehen ist. Ah ja, irgendwas ist ja noch mit der SBB und der Autobahnausbau und so. Der Ölberg macht halt Ölberg-Sachen. Und jetzt wird es unschön, denn die Wende kam nicht nur durch gute Argumente. Im Zentrum steht Daniel Sormanni. Er ist Genfer, Mann des Mouvement Citoyen Genevois. Sitzt im Parlament, aber in der SVP-Fraktion. Am Montag hat er noch für die Rückweisung gestimmt, am Donnerstag nicht mehr. Dazwischen lag laut SP-Nationalrat Hassan Candon folgendes. Fraktionschef Thomas Eschi, dazu Magdalena Martullo-Blocher und weitere SVP-Leute hätten, Zitat, minutenlang auf Sormanni eingeredet, bis er in letzter Sekunde umfiel. Candon filmte eine Szene davon und stellte sie online. Sormanni bestätigte danach, der Druck aus der SVP-Spitze sei zu groß gewesen. Andere Parteien reagierten deutlich. Grüne Nationalrätin Sibel Arslan nannte das Vorgehen verfassungswidrig und demokratiepolitisch äußerst problematisch. Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin sprach von staatspolitisch bedenklich. Eine Empfehlung sei legitim, ein Zwang nicht. Die SVP selber äußerte sich dazu natürlich nicht. Die SVP ignoriert, was Volk 2017 der Urne entschieden hat. Und gleichzeitig lässt sie einen einzelnen Parlamentarier so lange keine Ruhe, bis er gegen seine eigene Überzeugung stimmt. Das ist die gleiche Partei, die sich aufführt, als hätte sie die Meinungsfreiheit erfunden. Wo jammert, sie wären zensiert, mundtot gemacht und unterdrückt. Und dann steht sie im Bundeshaus zu dritt um ihren eigenen Mann herum und redeten weich. Freiheit für die große Geste und intern die strammste Linie im ganzen Haus.
Sogar Leute aus der Mitte und der FDP finden das Vorgehen daneben. Und wenn dir die FDP sagt, du sagst beim Thema Druck zu weit gegangen, vielleicht brauchen sie einfach ein Erfolgserlebnis nach der Chaos-Initiative. Zum Schluss noch das, was in der ganzen Aufregung untergeht. Diesen Entscheid wollte nicht mal die Strombranche. An den Powertagen der großen Branchenmesse war die Begeisterung überschaubar. Der Verband der Kleinwasserkraftwerke sagte schlicht, der Entscheid schaffe Verunsicherung. Und Swiss, der Wirtschaftsverband für erneuerbare Energien, lehnt gleich beides ab. Die Initiative und den Gegenvorschlag. Kann man vielleicht noch ein paar Vokale in dem Kürzel haben? Das ist viel zu einfach zum Aussprechen. Der Grund ist nüchtern. Ein neues AKW geht frühestens in 20 Jahren ans Netz. Es ist extrem teuer und niemand will das finanzielle Risiko tragen. Die reale Gefahr ist deshalb nicht ein neues Kraftwerk. Die Gefahr ist, dass der Ausbau der Erneuerbaren ausgebremst wird. Für ein AKW, das am Ende vielleicht gar nie gebaut wird. Da steht's also. Da überfährt ein Volksentscheid. Man zwingt den eigenen auf Linie und das alles für eine Technologie, die nicht einmal Strom haben will. Verkauft wird das als Versorgungssicherheit, Atomkraft, damit das Licht anbleibt, damit wir unabhängig sind. Und noch genau das ist der Witz. Fürs AKW brauchst du Uran und das kauft die Schweiz bis heute auch in Russland. Unabhängigkeit nennen sie das und kaufen dafür Brennstoff in Russland ein. Sonne und Wind kommen aus dem Inland, kosten nichts an Brennstoff, sind in 5 bis 10 Jahren am Netz, nicht 20. Das Volk hat sie 2024 bestellt, aber Sonne und Wind machen halt keinen so schönen grossen Bau, an dem den die Richtigen verdienen. Ja, also die Vorlage kommt vors Volk. Das Referendum läuft schon, heisst, wir nehmen das dann vor der Abstimmung uns nochmal richtig vor, mit allem, was reingehört. Kosten, Zeitplan, Uran, die Erneuerbaren, Endlagerung. Wenn du da auch durchblicken willst, bevor du deine Stimme abgibst, lass uns ein Abo da. Wir werden das noch in der Tiefe durchgehen, wenn es dann soweit ist. AKW sind halt einfach zu Tode subventioniert, teurer und unsicherer. Im letzten Sommer hat Betznau abgeschaltet werden, weil die Aare zu warm war. Kein Defekt, sondern heißes Flusswasser. Und mit jedem Sommer kommt das öfters. Ein zentraler Klotz, der ausgerechnet in der Hitze ausfällt. Und genau dann, in der Hitze, knallt die Sonne auf jedes Schweizer Dach. Schweizer Strom vom Schweizer Dach. Aus Schweizer Bergen, vom Schweizer Wind. 1000 kleine Quellen. Jeder bekommt ein Stückchen und niemand muss um Erlaubnis fragen. Fällt eine aus, tragen die andere. Das ist Unabhängigkeit. Aber der 13. AHV-Rente. Wahrscheinlich gibt es wieder eine Mehrwertsteuererhöhung. Cool. Nicht einmal eine Woche hat es gedauert. Und schon sind wir so weit. Künstli Damus hat recht. Kurzer Rückblick. Im März 2024 hat das Stimmvolk Ja gesagt zur 13. AHV-Rente. 58%, 16 von 26 Kantonen. Ein zusätzlicher Rentenmonat pro Jahr für alle Pensionierten. Ende 2026 wird er zum ersten Mal ausbezahlt. Offen war seither nur eine Frage. Wer zahlt das? Die hat das Parlament jetzt beantwortet, in der Sommersession am 19. Juni in der Schlussbestimmung. Die Antwort heißt Mehrwertsteuer. Konkret, der normale Mehrwertsteuersatz steigt um 0,4 Prozentpunkte von 8,1 auf 8,5% ab 2028. Der Sondersatz für die Hotellerie steigt von 3,8 auf 4%. Der reduzierte Satz auf Güter des täglichen Bedarfs bleibt, wo er ist. Auf Nahrungsmittel und Medikamenten die bleiben bei 2,6%. Das bringt der AHV ab 2028 rund 1,5 Milliarden Franken im Jahr. Was nicht kommt, sind höhere Lohnbeiträge und genau da liegt der eigentliche Entscheid. 0,4 Prozentpunkt, das ist das Pflaster, wo sie auf System von 1948 kleben. Und reden wir mal ehrlich über das, was unter dem Pflaster liegt. AHV langt heute schon nicht wirklich zum Leben. Maximalrente 2'500 Franken im Monat. Wer ein Leben lang Vollzeit geschafft hat, das ist das Maximum. In dem Land mit diesen Mieten. Wer weniger gezahlt hat, liegt drunter, bei 1260 Franken am unteren Ende. Das ist keine Rente, das ist traurig. Die AHV hat noch nie allein gelangt. Sie ist immer auf Pensionskassen als zweite Stütze gebaut. Und genau die wird für alle, die heute unter 40 sind, dünner. Tiefere Umwandlungssätze, mehr Beitrag, weniger Ertrag,
Die Generation, die das jetzt zahlt, wird im Alter weniger rauskriegen, als die es heute bezieht. Das ist nicht mal Schwarzmalerei, das ist eine Richtung, die wir seit 20 Jahren kennen. Wir kleben also ein Pflaster, das so ein Drittel deckt auf ein System, das heute schon zu wenig liefert. Und der nächste Schritt, der im Raum steht, heisst dann nicht mehr Rente. Er heisst dann halt, arbeiten bis 70 und nachher darfst du trotzdem arm sein. Schauen wir uns die zwei Wege an, von Grund auf. Weg 1, die Lohnbeiträge. Jeder, der in der Schweiz arbeitet, zahlt 8,7% vom Lohn in die AHV. Die Hälfte zieht der Arbeitgeber ab, die Hälfte zahlt er selber. Das Entscheidende daran, es gibt keine Obergrenze. Wer 60.000 verdient, zahlt 8,7% von 60.000. Wer 5 Millionen verdient, zahlt 8,7% von 5 Millionen. Wer mehr verdient, zahlt mehr in Franken. Weg 2. Die Mehrwertsteuer. Die zahlst du, wenn du etwas kaufst. Für alle der gleiche Satz. Die Kassiererin zahlt auf den Einkauf gleich viel Prozent wie der Bankdirektor auf seinen. Klingt fair, ist es aber nicht. Denn wer wenig verdient, gibt fast alles wieder aus für den Alltag. Wer viel verdient, gibt einen kleinen Teil aus und legt den Rest auf die Seite. Heißt, von einem kleinen Einkommen frisst die Mehrwertsteuer einen größeren Anteil weg als von einem großen. Der Fachbegriff dafür ist regressiv. Übersetzt, sie belastet unten mehr als oben. Beide Wege lagen auf dem Tisch. Die Sozialkommissionen schlugen am Schluss einen Kompromiss vor. Mehrwertsteuer plus ein bisschen höhere Lohnbeiträge. 0,2 Prozentpunkte mehr Lohn. Die linke Ratshälfte, also SP und Grüne und auch Mitte, wollte genau das. Der Nationalrat hat den Lohnteil rausgestrichen mit 98 zu 96 Stimmen. Okay, jetzt mal raus aus deren Abstimmung. Ob es jetzt 0,4 oder 0,6% Mehrwertsteuer wäre, das ist... Das eigentliche Problem ist, dass wir seit Jahrzehnten an einer Konstruktion von 1948 umschrauben. Damals sind auf einen Rentner 6 Erwerbstätige gekommen. Heute 3, bald nur noch 2. Das System ist für eine Schweiz gebaut worden, wo es einfach nicht mehr gibt. Und statt zu fragen, ob die Grundidee noch passt, schreiben wir alle paar Jahre einfach ein neues Pflaster drauf und streiten dann, wer das zahlt. Also stellen wir mal die Frage, die im Bundeshaushalt niemand stellt. Muss Existenzsicherung im Jahr 2026 überhaupt noch am Lohn hängen? Ein Beitragsjahr? Oder ob du brav genug eingezahlt hast? Schau, ich sage mal ehrlich, was ich glaube. Ich glaube, das gehört ersetzt durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder und jede kriegt genug zum Leben. Ohne Bedingung, ohne Antragsformular, ohne Bittstellen auf dem Amt. Der ganze Apparat, der heute prüft, kürzt, verwaltet, fällt größtenteils weg. Die Leute machen dann Arbeit, wo Sinn ergibt, statt Arbeit, wo sie gerade so knapp über Wasser halten. Aber da ist halt auch so ein bisschen mein Bauchgefühl. Saubere Zahlen kann ich euch dazu keine liefern. Aber genau da ist der Punkt, wo mir so wahnsinnig macht. Über das Grundeinkommen wird immer noch spekuliert. Jeder wirft mal ein bisschen das Gefühl hin. Ich meine, ich ja gerade auch. Eine vollständige Machbarkeitsstudie, wo das mal super durchrechnet, mit allen wegfallenden Kosten, mit der Finanzierung, mit allen Wenns und Abers. Da gibt es einfach nicht. Und okay, jetzt der Teil, der besonders absurd ist. Die Mehrwertsteuer bringt rund 1,5 Milliarden im Jahr. Die 13. Rente kostet aber 4,2 Milliarden dieses Jahr. 2040 sind es 5,4 Milliarden. Die Erhöhung deckt damit nur etwa einen Drittel der Kosten. Den Rest tragen der AHV-Fonds und der Bund, der rund einen Fünftel der AHV-Kosten übernimmt. Es bleibt eine Lücke. Diese Lücke ist kein Zufall, sie ist das Argument für den nächsten Schritt. SVP und FDP haben offen gesagt, sie wollen die 13. Rente lieber gar nicht so finanzieren, sondern an eine größere Reform koppeln mit, Zitat, flexiblem Rentenalter. Übersetzt Rentenalter rauf. Parallel wird auch schon öffentlich das Rentenalter 70 ins Spiel gebracht. Und noch etwas, die Erhöhung ist noch nicht in trockenen Tüchern. Weil dafür die Verfassung geändert werden muss, kommt sie zwingend vors Volk. Volk und Stände stimmen darüber ab. Und egal welches Modell das du nimmst, AHV-Pflaster oder Grundeinkommen, am Schluss landest du immer bei der gleichen Frage. Wer zahlt? Also schauen wir mal, was bis jetzt noch gar nicht auf dem Tisch gelegen ist. Grosse Vermögen, Kapitalgewinn, eine kleine Abgabe auf Börsengeschäft, wie sie zum Beispiel Frankreich kennt. Das wird nicht einmal diskutiert. Diskutiert wird Mehrwertsteuer auf, Rentenalter auf, Lohnabzüge auf, immer dort, wo geschafft und gekauft wird. Nie dort, wo das grosse Geld einfach liegt und sich von selber vermehrt. Und sobald jemand Vermögenssteuer sagt, kommt dann gerade wieder der Reflex, aber die Reichen wandern ab. Schau, den Quatsch haben wir schon viel zu viel wieder leid. Frankreich und England hat kürzlich vergleichbare Steuern eingeführt. Null Abwanderung. Die Reichen bleiben dort
Wir unseren anständigen Sozialstaat leisten, ist am Schluss eine Frage, von wer bitten wir dafür zur Kasse. Und die Antwort ist bis jetzt jedes Mal ich. Bleiben wir ehrlich, auch wenn es unbequem ist. Die 13. Rente ist nicht die Lösung. Wenn die Rente zum Leben nicht langt, dann gehört der monatliche Betrag erhöht. Nicht einmal im Jahr ein Zustupf nachgeschoben. Die 13. ist ein Pflaster. Ein Volk, das sich per Abstimmung selber in Batzen zuschanzen muss, weil das System darunter halt zu wenig hergibt. Und jetzt streiten wir alle übers Zahlen. Mehrwertsteuer oder Lohnprozent. Dabei ist die ehrlichste Frage nicht, wer das Pflaster zahlt, sondern wieso wir nach 80 Jahren immer noch Pflaster aufkleben. Eins ist sicher, die am lautesten den Bürger entlasten rufen, schicken die Rechnung am Schluss trotzdem an den Bürger. Nur halt nie die sagen wir mal, in den oberen Stockwerk wohnen. Kurz zur Vorgeschichte. 2020 stimmte die Schweiz über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die wollte, Schweizer Großkonzerne müssen prüfen, ob sie im Ausland Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören, und sie sollen dafür haften. Das Resultat damals war knapp 50,7%, ja, eine Mehrheit der Bevölkerung. Gescheitert ist die Initiative trotzdem, weil das Ständemehr fehlte, also die Mehrheit der Kantone. Was danach in Kraft trat, war ein Gegenvorschlag. Firmen müssen seither nur noch Bericht erstatten über Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Haften müssen sie nicht. Die Koalition hinter der Initiative nannte das eine, Zitat, Alibi-Übung. Und jetzt kommt das Anliegen zurück. Im Mai 2025 wurde eine neue Konzernverantwortungsinitiative eingereicht. 126.000 Unterschriften, gesammelt in Rekordzeit. Dahinter steht ein breites Komitee von der Mitte über die GLP bis zu Unternehmen und NGOs. Sie fordert wieder echte Sorgfaltspflichten, eine Haftung und eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die Bußen verhängen kann. Ja, für so etwas kriegen wir wieder unabhängige Aufsichtsbehörde, aber noch die Polizei? Reden wir mal kurz über das, worum es da eigentlich geht, nicht um Paragraphen. Es geht darum, ob ein Schweizer Konzern an einer Mine verdienen darf, wo Menschen unter Bedingungen schuften, die da niemandem zumutbar wären. Und über wen dabei jemand zu Schaden kommt, einfach mit den Schultern zucken darf. Heute dürfen. Man muss halt einen Bericht schreiben, aber das wär's. Eine knappe Mehrheit in dem Land haben das schon 2020 ändern, 50,7%. Es ist an den Kantonen gescheitert. Das Anliegen ist aber nicht weg, weil das Problem ist halt nicht weg. Darum liegt es jetzt wieder auf dem Tisch. Wie reagiert der Bundesrat? Wie schon 2020. Er empfiehlt die Initiative zur Ablehnung und stellt ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Seit dem 2. April ist der in der Vernehmlassung. Er heißt Gesetz über die nachhaltige Unternehmensführung. Vorgestellt hat ihn SP-Bundesrat Beat Jans. Und diesmal ist der Gegenvorschlag nicht einfach nichts. Er führt tatsächlich eine Haftung ein. Er schafft eine staatliche Aufsicht. Die kann happige Bußen verhängen bis zu 3% des weltweiten Umsatzes. Soweit so ungewohnt. Gar nicht mal schlecht. Jetzt das Kleingedruckte. Die Haftung gilt nur für die eigenen Tochterfirmen, nicht für die ganze Lieferkette. Die Sorgfaltspflichten gelten nur für die rund 30 größten Unternehmen im Land, ab 5000 Mitarbeitenden und rund 1,5 Milliarden Umsatz. Und bei der Berichtspflicht müssen künftig weniger Firmen Auskunft geben als heute. Rund 100 statt 200. Der Bundesrat orientiert sich dabei ausdrücklich an der EU, genauer an der abgeschwächten EU-Variante. Brüssel hatte 2024 strenge Konzernregeln beschlossen und sie 2025 wieder zusammengestrichen. Dieses zusammengestrichene Paket ist die Vorlage. Und da ist es zum zweiten Mal heute das Wort. Gegenvorschlag. Vorher beim AKW ist es das Werkzeug zum Volksentscheid kippen. Da macht es ein bisschen etwas anderes. Aber den Trick kennen wir auch mittlerweile. Vor 2 Wochen das Feuerwerk, letzte Woche der Mieterschutz, heute Konzern. Ein Anliegen wird zu populär zum offen ablehnen, also baut man einen Gegenvorschlag, der ungefähr in die Richtung zeigt, aber das Schärfste eben auch rausnimmt. Das ist sogar noch ein bisschen raffinierter. Ich meine, es hat echte Zähne. Bussen bis 3% vom Weltumsatz, die tun weh. Man soll gar nicht erst auf die Idee kommen, das sei zahllos. Die Frage ist nur, wohin zeigen die Zähne? Dazu kommen wir dann gerade noch. Und der Bundesrat hat eine Begründung, die schon fast elegant ist. Gleich lange Spiess mit der EU, sagt man. Tönt soweit vernünftig, nur hat die EU ihre eigenen Spiess letztes Jahr erst gekürzt. Weil halt die Wirtschaft wieder am Umjämmern war. Gleich lang heisst in dem Fall also eher gleich kurz. Wer sich an einen anbindet, der einen Rückzieher macht, der hat auch nachher einen sehr bequemen Grund zum
nochmal ein bisschen weiter runtergehen. Zurück zu der einen Schwelle. 5000 Mitarbeiter. Das klingt nach einer technischen Zahl. Sie ist der ganze Trick. Die Schweiz ist der größte Rohstoffhandelsplatz der Welt. Hier wird mit Ölmetallen, Getreide gehandelt. Im ganz großen Stil. Und Rohstoffhandel ist der Sektor mit dem höchsten Risiko für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschaden überhaupt. Jetzt das Entscheidende. Ein Rohstoffhändler macht Milliarden Umsatz. Er braucht dafür wenig Personal. Ein Handelstisch ist keine Fabrik. Heißt, über die 5000 Mitarbeiterschwelle fallen genau diese Firmen aus der Pflicht. Der Hochrisikosektor, in dem die Schweiz weltweit Verantwortung trägt, bleibt außen vor. Darauf weist die Koalition für Konzernverantwortung hin, die ihre Kritik am Dienstag in Bern vorstellt. Und die Wirtschaft, selbst diese abgespeckte Variante, geht dem Dachverband Economy Suisse schon zu weit. Er nennt sie, Zitat, Hochrisikovorlage für die Schweiz. Dort liegt der Hund begraben. Sie haben sich angehockt und ein Gesetz gebaut, das echte Zähne hat. Bussen, Aufsicht, Haftung. Und dann haben sie die Zähne so platziert, dass sie ausgerechnet den Sektor nicht erreichen, wo das Land weltweit berüchtigt macht. Der Rohstoffhandel. Das ist kein Versehen. Eine Schwelle bei 5000 Mitarbeitenden in einem Land, dessen heikelste Branche kaum Leute beschäftigt. Das ist eine Entscheidung. Man hat die Tür gebaut und gerade daneben das Fenster schon mal offen gelassen, wo dann die Richtigen rausklettern können. Und über all dem schwebt die Begründung, gleich lange Spiess mit der EU. Eine knappe Mehrheit hat 2020 mehr wollen als das. Die EU hat 2024 mehr wollen als das. Beide haben einen Rückzieher gemacht und die Schweiz hängt sich an den Rückzieher noch an und nennt es dann Vernunft. Doch die neue Initiative kommt vors Volk, früher oder später. Wir nehmen sie dann da wieder auseinander. Forderung für Forderung, Gegenvorschlag für Gegenvorschlag. Wenn du dabei sein willst, wenn es denn so weit ist, da unten hat es einiges an Buttons zu klicken. So, schauen wir uns das nochmal an. Das Verantwortungsgesetz für Konzerne. Klingt gut. Und dann bauen wir eine Schwelle ein, wo ausgerechnet die Dreckigsten einfach drunter wegspazieren können. Der Rohstoffhandel. Die Branche mit den meisten Leichen im Keller. Genau die kriegen einen Freifahrtschein. Ein Verantwortungsgesetz, wo die Unverantwortlichsten einfach mal schnell ausnimmt. Die Händler hocken nicht zufällig in Genf und Zug. Die hocken dort, weil da halt keiner genau anschaut. Wegschauen ins Geschäftsmodell und das Produkt, das dieser Standort verkauft. Und das Gesetz, das poliert das Produkt noch ein bisschen auf. Ja. Ja, Mann. Ich bin noch ein Pfütze in meinem Edelweiss-Hemd, sagt das. Kommt schon gut. Kommt noch. Wenn der Ölbert so weitermacht. Ausgerechnet der Sektor nicht erreicht, wo ich fucking Schlaganfälle bekomme dafür. Und wenn ich da überall am Glänzen bin, ist der Wahnsinn. Wieso, Mann? Jetzt soll ich mal noch irgendwo auf Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil.